Morgenröte wohnt in der Kellergasse in einem abbruchreifen Haus. Durch die enge Gasse kommt nur selten das Licht der Sonne durch. Morgenröte ist ein fröhliches Mädchen. Sie hüpft von einem Fuß auf den anderen durch die Gassen der Stadt. Sie will alles entdecken. Kein Winkel bleibt vor ihr verborgen. Die schiefen Mauern ihres Wohnblocks bröckeln ab. Die nackten Mauerflecken sehen in der Nacht gespenstisch aus. Manchmal verirrt sich ein Schmetterling in die Kellergasse. Aus dem Steinpflaster zwängt sich ein Löwenzahn, als wollte er protestieren. Morgenröte trägt farbenprächtige Kleider, wie ein bunter Schmetterling. Die Einheimischen wundern sich und schütteln manchmal den Kopf, denn sie sind das nicht gewohnt. Es war ein Montag, als ich mich für Morgenröte zu interessieren begann. Ich saß wie so oft im Park am Fluss. Morgenröte hat gerade Vogelstimmen nachgeahmt, denn das kann sie besonders gut. Am Gesang eines Vogels erkennt man,
ob er traurig oder fröhlich ist, hat sie mir erklärt. Wenn ich also den Gesang der Vögel nachahme, kann ich wie sie traurig oder fröhlich sein. Morgenröte kann erstaunliche Dinge. Auffallend groß sind ihre Augen, mit denen sie sieht, was viele nicht sehen. Schließe deine Augen, dann siehst du auch, was ich sehe, fordert sie mich eines Tages plötzlich auf. Das geht gar nicht, sage ich. Doch, antwortet Morgenröte und lacht. Seither trainiert sie mich, mit geschlossenen Augen zu sehen. Mitten im Spazierengehen sagt sie dann plötzlich: Achtung, Augen zu! Und nach einer Weile des Schweigens fragt sie: Was siehst du? Wenn ich einfach etwas daherfantasiere, merkt sie es sofort und sagt: Halt! So geht das nicht. Du lügst. Streng dich an, dann kannst du sehen, was ich sehe. Und tatsächlich, einige Male ist es mir schon gelungen, mit geschlossenen Augen zu sehen, was man mit offenen Augen nicht sehen kann. Eines Tages hat Morgenröte mich in ihre Vergangenheit geführt. Wir waren gerade um eine Häuserecke gebogen. Vor uns lag ein altes Haus. Es wurde weggebaggert. Schließ deine Augen, bat sie mich. Ihre Stimme zitterte. Bist du bereit? Ich zeige dir das Dorf, aus dem ich komme. Wir setzten uns unter einen Baum. Ich schloss die Augen und Morgenröte erzählte. Ihre Stimme klang traurig und ich sah mit geschlossenen Augen, wovon sie erzählte. In die Häuser stürmten. Schüsse fielen und Menschen schrien. Dann steckten die Soldaten die Häuser in Brand. Staub wirbelte auf. Morgenröte stand allein auf der einzigen Straße mitten im Dorf. Sie wusste nicht, was Krieg ist. Sie wusste nichts von Brutalität oder Mord. Sie lief zu ihrem Haus. Doch die Flammen schlugen ihr entgegen und drängten sie zurück. Rauch und Angst durchdrang alles. Morgenröte begann zu laufen. Sie lief, so schnell sie ihre Füße trugen. Irgendwann stürzte sie zu Boden. Dann wusste sie nicht mehr, was geschah. Als sie wieder zu sich kam, lag sie auf einem Feld und ihr Bruder hielt sie in den Armen. Sie schauten sich um, doch es war nichts zu hören, außer dem Rauschen des Windes. Dann gingen sie los, Stunden und Tage, ohne zu wissen, wohin. Nach vielen Tagen trafen sie endlich auf Nachbarn und erfuhren, dass ihre ganze Familie beim Überfall der Soldaten auf ihr Dorf umgekommen war. Am Tag versteckten sie sich. Nachts liefen sie. Sie fanden nichts zu essen.
Manchmal aßen sie Gras, Baumrinden oder kleine Schnecken. Aber davon wurde ihnen übel und sie mussten erbrechen. Nach tagelangem Fußmarsch erreichten sie eine Bahnstation. Auf dem Dach eines Güterzuges gelang ihnen die Flucht in die Hauptstadt. Dort lebte Morgenröte in einem Flüchtlingslager, bis sie wegen ihres schlechten Gesundheitszustandes von einer Hilfsorganisation in mein Land gebracht wurde. Es geht mir gut, sagt sie heute, wenn sie jemand fragt. Aber niemand weiß, was sie mitgemacht hat. Sie ist stolz auf ihren bunten Rock. So bunt waren auch die Kleider, die ich getragen habe, bis die Soldaten ins Dorf kamen, erzählt sie mir. Und aufgeregt fügt sie hinzu: Hast du die bunten Kleider in dir gesehen? Diesmal antworte ich nicht. Und Morgenröte blickt mich an, als würde sie träumen. Seit sie mir ihre Geschichte erzählt hat, begreife ich, warum sie immer wieder dieses eine Kleid anziehen will. Morgenröte besucht alle Flohmärkte, um nach bunten Stoffresten Ausschau zu halten. Habe ich selbst genäht, sagt Morgenröte, indem sie auf ihren Rock zeigt, und ich sehe ein leichtes Glänzen in ihren Augen. Jeder bunte Stoffrest erinnert sie an ihre Familie. Den Eltern, Geschwistern und Freunden gehört je eine Farbe ihres Kleides. Wenn ich tanze, dann spüre ich, dass alle bei mir sind. Sie haben mich nicht verlassen. Die vielen Farben helfen, die Freude nicht zu verlieren. Der Krieg kennt keine Freude. Er kann die Farben des Lebens nicht sehen. Der Krieg kennt keine Farben. Dann steht sie auf, nimmt meine Hand und sagt: Komm, tanz mit mir! Und sie hüpft von einem Fuß auf den anderen über die Wiese, als wäre nichts gewesen. Das Leben hat unendlich viele Farben, sagt Morgenröte. Und der Krieg wird noch blasser, wenn Morgenröte tanzt.